Hallo, wir sind's, die Piranhas. Moinsen. Heute wird's ziemlich flach. Wahrscheinlich. Ja, ziemlich flach. So wie die Flachwitze vom Kitsunaki, vom Jan Köster. Die sind schon ziemlich flach. Warum? Games Flat, was heißt denn das? Ja, zahlst du ein Abo, Ja, dann kriegst du was dabei. an die Fresse. Dabei. Oder was? Was heißt denn dabei? Flat, zahlst du was, kriegst du bei. Also, umsonst. Nee, Nee? muss ja nichts Da sagen. muss er nicht sagen. Okay. Ja, was heißt denn Flat? Das ist wie die 20 Platt-Partys damals auf hier bei den Bauern da in Münsterland so, Genau, ne? das Zahlst du kommt ja- 20 Mark und dann ist Flat, ne? Dann ist Platt, 20 Platt. Naja, So, die großen Vorbilder, die kennen wir ja eigentlich eher aus Film und Fernsehen, würde ich sagen. nicht aus dem Münsterland? Nee. Von Abi-Partys und so? 20 Euro zahlen und dann sich vollsaufen lassen? Ich weiß ja nicht, wie das Verlaufen. bei dir ist. Ja, wo meine Idole sind, ne, bestimmt nicht im Münsterland. Ne, das stimmt schon. Am Ruhrpott, ja, gut. Aber ja, das stimmt. Das heißt, du hast ein Abo im Prinzip, ne, oder? So, und so ähnlich wie Netflix, ne, und Amazon Prime. Genau. Sowas ist damit gemeint. Und wir haben mal weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, was hältst du denn von so Flatrates für Games, so wie Netflix und Co.? Und die haben Folgendes gesagt. Ist an sich kein schlechter Ansatz. Ich befürchte aber, dass dadurch halt dann die kleinen Studios durchaus auf der Strecke bleiben könnten, weil dann halt die Großen, die Kohle haben, sich da reinkaufen und die Kleinen halt dann untergehen könnten. Wird viel drüber geredet. Es gibt, glaube ich, noch viel zu wenig Angebote, die das tatsächlich einlösen. Xbox Game Pass geht endlich wirklich so in diese Richtung, halte ich für eine ganz wichtige Sache. Boah, schwieriges Thema, weil ich auch vor nicht allzu langer Zeit noch gesagt habe, dass für mich Streaming nicht so in Frage kommt und ich jetzt doch mittlerweile Netflix und Amazon Prime habe. Und Games as a Service ist ja auch so ein Buzzword. Also das ist die Zukunft von Videospielen, zum großen Teil jedenfalls, denke ich. Vor allem eben im Konsolenbereich. Ja, denke ich, wird kommen. Hängt total mit der Qualität zusammen. Wenn sich die ein oder andere Plattform durchsetzen sollte und die Qualität bleibt über einen längeren Zeitraum gleichbleibend hoch, kann ich mir vorstellen, dass es eigentlich eine schöne Sache ist. Ich selber spiele noch nicht mit bei der Sache. Aber generell kann ich mir das jetzt wie vor einigen Jahren beim Gaming nun wirklich nicht vorstellen, weil mir einfach die Konnektivität noch zu fragil in Deutschland erscheint. Bei Filmen finde ich das tatsächlich sehr interessant, bei Spielen bin ich aber irgendwie sehr altmodisch und hätte die Sachen am liebsten immer gleich gerne im Regal. Also das kann man machen, ich wäre da nicht so von zu begeistern. Ich hätte einfach ein bisschen Angst, dass mein Spielgefühl getrübt wird durch irgendwelche Verbindungsprobleme oder dass ich halt auch diesen physischen Datenträger eben nicht mehr zu Hause habe. Ich bin halt auch Sammler und ich habe das gerne im Regal stehen und ich muss zugeben, ich verkaufe auch ganz gerne Sachen dann weiter, wenn ich sie nicht so gut finde und das würde mir dann doch echt fehlen. Ja, wenn du so einige Experten fragst, ne, dann sind die ganz fest der Meinung, das wird kommen. Ja, ist ja auch schon da, ne? Ja, es ist irgendwie sich am Ordnen, habe ich manchmal das Gefühl. Ne? Am Ordnen. Ja, am Ordnen. Ne, wenn du jetzt immer die großen Serien-Dinger anguckst irgendwie, ich würde dann einfach mal behaupten, Amazon Prime ist so mit das Größte. Und was du nicht irgendwie mit dabei kriegst, das kriegst du dann. Ja, aber den Fancy Shit, den kriegst du doch nur bei Netflix, oder? Und wieder was anderes kriegst du dann bei Disney. Ja, manchmal überschneiden sie sich auch. Haben wir nicht alle Netflix durchgespielt? Über die Corona-Feiertage? Ja, aber das Ding ist irgendwie, wo sind die Dinger? Was kannst du dir vielleicht noch dazu kaufen? Und wo kriegst du kleineres oder größeres? Also das Angebot von Disney war jetzt am Anfang gar nicht so groß. Aber dafür kennt jeder irgendwie ganz viele Klassiker mit dabei. Also wo habe ich meine Steckenpferde? Und so ähnlich machen sie es bei den Games auch, ne? Ja, ist nicht groß, ist ja relativ, weil Disney-Kram kriegtest du bis dahin nirgends. Marvel mal hier, mal da. Ja, Pirates of the Caribbean mal hier, mal da. Ja, aber Ne? ich krieg bei Disney halt Star Wars auch. erstmal nur den Disney-Kram. Ja. Und dann haben sie immerhin irgendwie dann Marvel noch dazu gekriegt. Dann war das schon viel mehr.
Und naja, jetzt kommt so noch mehr dazu, so langsam, aber es ist eben eine bestimmte Sparte. Und das ist es im Grunde genommen. Ne? Wenn du jetzt irgendwie gesagt hast, wo habe ich dann die größtmögliche Auswahl? Wo kriege ich den Kram denn? Ja gut, wenn man sich Netflix anguckt, sind die jetzt größer von der Auswahl? Die sind unterschiedlicher vielleicht. Ne? Ja, die und Disney, ja. Ja, die haben auch noch die ganze Disney-Historie von Anno Tuck noch dabei, ne? Erste Mickey Mouse bis hin zum letzten, keine Ahnung, Flubber, Teil 73 oder so. Das haben sie ja auch noch alles im Repertoire, ne? Ja, wo die einige Klassiker auch schon manchmal nicht gefunden hatte. Aber ja, es ist halt, hat halt unterschiedliche Größen. Ja. Und ich muss mich dann entscheiden, ne? Ja. Oder ich gebe eine Menge Geld aus und zahle dann jeden Monat ein Abo für alles. Das kann man auch machen, aber das ist dann schon eine Menge. So ein Flat sozusagen, ja? Ja. Hol ich mir die ganzen Flats. Die so, Flats. Was haben wir denn hier für Im Computer? Bundle. Oder so. Ne? Haben wir Konsolen. Und einen PC. Ja. Ja, früher hieß das ja Premiere, ne? Ganz früher. Wir hatten ja nichts. Wir hatten nur Premiere und heute heißt das Sky. Ne? Die haben auch keine Spiele, oder? Die haben keine Spiele, die haben nur Bundesliga und Fußball. Ne? Wir haben auch irgendwelche Channels, Discoveries und Gedönse und so weiter. Ne? Das heißt, es ist ja schon einschlägig bekannt. Das ist ja nichts Neues. Aber warum für Games? Warum macht das Sinn für Games? Ne? Vielleicht fangen wir mal anders an. Also, stell dir mal vor, ich kaufe mir jetzt einfach eine Konsole. Eine neue. Mhm. Und dazu kriege ich dann, wenn ich Glück habe, ein Spiel. Das ist ein bisschen wenig, ne? Aber wenn ich mir jetzt 10 Spiele kaufen will, dann muss ich 10 Spiele kaufen. Das ist auch ganz schön teuer. Also kaufe ich mir doch irgendwie eine Flat und dann bekomme ich irgendwie noch mehr Spiele dabei. Für Geld, wofür ich jetzt vielleicht ein Spiel ausgegeben hätte am Anfang erstmal. Das ist ja erstmal cool. Ja. Für den schmalen Geldbeutel ist das super. Gibt ja auch so, weiß ich nicht, Games for Free, ne, zum Download und so ein Zeug. Also Free-to-Play, Gedöns. Das heißt, es ist schon sexy für viele Leute, ne? Genau. Das sieht man ja auch an PUBG und, wie heißt das andere Dinge? Mit dem Epic da hinten dran mittlerweile, Riesenkonzern. Fortnite, ne, Battle Royale, war ja auch das. Battle Royale war, also Fortnite war umsonst. Und dieses umsonst ist sexy, ne? Das heißt, es hat PUBG einfach ruckzuck abgelöst. PUBG hat damit war das erfolgreichste Ding am Platze mit dem Battle Royale Gedöns. Aber mittlerweile, wenn du fragst, was ist denn jetzt hier, weil ihr Battle Royale, was ist denn das? Dann sagt jeder, ja hier Fortnite. So. Weil die das einfach überholt haben. Warum? Gibt ja auch so eine Altersgeschichte, ne? Dass das halt irgendwie die Jüngeren das dann gespielt haben, ziemlich viel, exzessiv und so weiter. Und die waren halt irgendwie mehr und umsonst ist super und so weiter. Geht das dann in diese Richtung? Hey Papa, ich will eine Games Flat. Und dann kauft mal Papa mir das und dann mache ich das und dann kriege ich alles oder nur so eine Auswahl. Netflix Games oder Amazon Prime Games. Welche hätten wir denn gerne? EA oder Ubi, Uplay oder den Epic Launcher oder Steam? Ne? Also ich meine, diese ganzen Sachen, die sind ja schon am Start. Genau, so. dann nimmst du auch das, wo dein Interesse hingeht. Das heißt, wenn du irgendwie gerne Assassin's Creed spielst, dann nimmst du eben Uplay. Dann nimmst du Uplay, ja. Und wenn du gerne irgendwie was anderes spielst, dann nimmst du halt das, wo es da zu finden ist. Der Vorteil ist, ich habe relativ schnell eine große Auswahl. Des Weiteren kommen halt auch neue Highlights dazu. Das heißt, viele locken Leute mit Angeboten, dass ich eher so eine Art Early Access Zugriff habe auf Spiele, nur wenn ich diese Flat dazu kaufe oder solche mittlerweile Sachen. in Verruf, ne? Ja, kann diese es sein, Early Access Geschichte, das hat ja auch wieder miteinander nichts zu tun, ne? Das ist Games Flat ist ja, ich glaube, das ist so, wenn du Games Flat kaufst oder machst oder so, dann guckst du ganz klar aufs Angebot. Hatten wir gerade, Disney ist Mandalorian, ne? Und wenn die jetzt Mandalorian wehe, die erzählen die Geschichte nicht weiter, ne? Dann bestelle ich das Abo sofort ab, so, ne? Ist das eher so oder, ne? Ist ja auch die Frage, sind das dann die großen Blockbuster oder nicht? Ne? Es gibt auch ein paar Thesen, die sagen irgendwie, gut, okay, wenn sich Gamesflat durchsetzt, dann werden die Spiele nur noch billiger. Stimmt, das gibt es und auch. mehr, aber nicht besser. Ne?
Mandalorian ist großartig. So, ja. Die haben jetzt auch Sachen losgetreten wie Boba Fett und wollen jetzt hier noch mehr machen da in eine Richtung und so, ne? Und haben sehr viele Sachen losgetreten und können jetzt da in dem Universum rumasen und haben sie auch vor. Und damit locken die halt die Menschen, ne? Das ist das, was du sagst, ne? Das ist so irgendwie so die Blockbuster, die großen Sachen und weiterführende Serien oder von Spielen oder sowas in der Art. Das ist auch eine Frage des Monopols, ne? Wäre es denn dann so, dass die Großen dann, die Platzhirsche sind, dann die fetten Sachen machen können und die anderen eben nicht mehr? Weil derjenige, ne, ich meine, wie finanziert sich so ein Modell? Durch Masse. Ja. Weil du zahlst ja nicht mehr das einzelne Spiel. Das ist die These, genau. Ne? Dass das so eine Masse ist und statt Klasse und dann irgendwann die Entwickler sagen, ja gut, für die 3,50 Mark kriege ich ja gar nicht mehr so, weil die Leute zahlen nicht mehr so richtig, sind nicht mehr zahlungskräftig mehr genug für diesen einen Titel, sondern nur noch im Bundle, dann würde jetzt einer von euch wahrscheinlich sagen, Moment mal, das sind aber auch hier die dicken Serien und bla, da müssen sie halt irgendwie vernünftigen Content liefern für irgendwie einen schmalen Euro und so weiter, ja. So wie beim FC Bayern in der Stehtribüne stehen soll. Für die schlechte Laune seid ihr auch verantwortlich für 7,50 Euro. Da müssen wir hier den großen Leuten hier die Kohle aus der Tasche. Ich meine, ist das sowas? Oder? Ja, schon, aber das ist ja eine Monopolsache. Das heißt, derjenige, der das Monopol hat, der kann ja dann auch die großen Titel machen, aber die anderen halt nicht mehr. Ja, und das ist das, ne? Das heißt, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Da gibt's dann irgendwo den Indie-Sektor, der Indie-Markt, der sich dann auch noch auf irgendwelchen schrammeligen Portalen rumtummelt oder so. Ist das so eine Dystopie? Wird das tatsächlich so kommen? Und man wird dann irgendwie Teil von so einem großen Klumpatsch und kann dann nur noch für irgendwas noch Mods bauen und das war's? Oder? Also ich bin ja grundsätzlich Optimistin. Ja. Und hoffen wir doch mal. Deswegen denke ich, es gibt immer dort einen Markt, wo auch das Interesse da ist. Ne? Das heißt, wenn Leute das spielen wollen, dann gibt's da auch einen Markt. Ne? Ja. Und die Frage ist, wie bringt man das Ganze dann an den Mann? Das ist ein Stück weit auch eine intelligente Verhandlungssache vermutlich in der Zukunft irgendwie. Und momentan ist es halt noch sehr stark gestreut. Und die Frage ist, wird es einen Monopolisten geben? Ja. Und hat der dann Einfluss auf Marktpreise? Und wie sehen die dann aus? Ja. Also, wenn jetzt zum Beispiel nur Steam gäbe und nichts anderes, dann wäre das schon schlecht für alle. Weil der könnte dann einfach Preise in die Höhe treiben. Aber dadurch, dass es Konkurrenz gibt, ist es schon gut. Stadia ging ja so ein bisschen in diese Richtung auch, ne? Aber das ist halt irgendwie, du brauchst nicht mal mehr einen Computer, der irgendwie leistungsstark ist und so, und dann ziehst du das durchs Netz. Ist auch schon ein bisschen umstritten mittlerweile, wegen der Technik oder wegen dem, dass vielleicht einige Leute nicht genug Internet-Durchsatzrate haben. Also es gibt immer irgendwelche Details, die dann dazu führen, dass es immer pipapo, ne, so ein bisschen, habe ich manchmal den Eindruck. Auf der anderen Seite ist es auch so, ich glaube, die Menschen, die möchten auch gerne ihr Geld für eine Sache ausgeben, wo sie sagen, da glaube ich dran. Ja, wann ist denn der nächste dies und das Titel? Da möchte ich mir gerne eine Collectors Edition kaufen. So, ja. Ja, die kriegst du flat dabei. Ja, aber ich kenne keine Stürmchen. Ich krieg ja jetzt irgendwie, ne, keine Schachtel und also, oder doch, oder nicht? Ist auch wieder was anderes. Das ist wie digital und ist dann so Games Flat. Du zahlst einfach im Monat dein Abo, ne? Dein Playboy-Abo und dann kriegst du die Games einfach so rein, so, ne? Was dann so kommt. Naja, also es scheint wohl auf jeden Fall eine Zukunftsvision zu sein, die viele teilen, aber auf der anderen Seite dann auch vielleicht nicht, ne? Ja, es macht ja nichts. Meine Frau ist durch. Sie hat einen Lachflash gekriegt, weil sie sich gerade versprochen hat und das war lustig. Und es ist halt irgendwie flat, ne? Games flat. Du zahlst halt irgendwie. Was sagen wir Entwickler dazu? Wie stehen wir dazu? Ganz ehrlich, wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Ah Gott. Ihr macht nichts, ihr Lachflash so. Wir wissen es einfach nicht. Wir machen es kurz so, ne, damit wir zur Community-Frage kommen. Wir können es nicht sagen.
wir wissen nicht so genau, ob es jetzt irgendwie gut ist oder schlecht ist, ob es jetzt den Markt kaputt macht oder nicht. Es gibt viele verschiedene Modelle, das haben wir jetzt auch schon mit mehreren Launchern auf dem PC-Markt und so, der ist nicht rückläufig, ja, es gibt halt mehr Leute immer, die auch noch spielen auf dem PC und so weiter. Alles, was tot gesagt wird, hat dann trotzdem überlebt irgendwie, ne, und Sachen, die gehypt wurden, wie VR wird sich jetzt durchsetzen, jeder guckt nur noch 3D, Kino, das sind alles so Sachen, warten wir es mal ab, ne? Und es wird schon sich irgendwelche Bewegungen da, ne? Also es wird schon irgendwas passieren, wo wir dann sagen, okay, da kann man dann auch mit leben als Entwickler. Gehe ich mal von aus. Gehe ich auch von Ja. aus. Ne? Da sind wir recht entspannt, was das angeht. Weil machen wir ja auch. Netflix und Co. sind ja cool. Hast du eine Community-Frage? Bestimmt. Okay, das passt vielleicht sogar irgendwie zu der Folge heute. Also die Frage ist folgende. Wie steht ihr zu dem Thema Preissteigerungen in Spielen? Sollte ein Spiel Microtransactions anbieten, um weitere Einnahmen zu generieren? Boah, Microtransactions. Da haben wir uns immer von distanziert. Ja. Das fanden wir immer doof. Weil wir waren sowieso schon immer im Verruf, dass unsere DLCs, die wir für unsere Risen-Spiele angeboten haben, dass die aus dem Spiel rausgerippt sind. Ich zahle doch nicht noch zusätzliches Geld, nur um das vollständige Spiel zu kriegen. Haben wir immer wieder gehört. Immer wieder. So, ne? Und dann haben wir irgendwann gesagt, nö, wir mögen das nicht. Wir finden das doof, ja, weil diese DLCs, die wir gemacht haben, die waren eigens auch als DLC konzipiert, mitproduziert worden und dann auch eigens dafür dann auch tatsächlich dann eine eigene Geschichte und so weiter, ja, gibt halt irgendwie dann trotzdem immer wieder auf die Mütze, so, ne, ja, ihr lasst uns ja ausbluten, gebt mir mal das komplette Spiel, ich warte lieber ab, bis das Ganze irgendwie komplett gibt, auf den Grabbeltisch und solche Dinge, haben wir dann zu hören bekommen und das fanden wir immer blöd. Und deswegen stehen wir auf diese Microtransaction-Geschichten eigentlich überhaupt nicht. Richtig. Es gibt halt so ein Geschäftsmodell, ja, wenn du so ein Spiel konzipierst als Free-to-Play mit Microtransactions, ja, dann kann das funktionieren. Ich spiele auch solche Spiele, wie zum Beispiel Gunspell spiele ich gerne. Das ist so ein Match-3-Gedöns. Pokémon Go ist auch so, ne? Das heißt, es ist nicht Pay to Win, du kannst es machen, aber du kannst es dir auch ergrinden, den ganzen Kram. Sowas macht Sinn und macht auch Spaß und spielen wir auch, aber selbst entwickeln kann man einfach flat sagen, da haben wir gar keine Ahnung von. Ne? Ich wüsste gar nicht, wie man sowas sexy gestaltet, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung. Wüsste ich nicht. Ich wüsste, wie ich mich fangen lasse, aber da müsste ich echt mir ein Jahr lang Gedanken drüber machen, wie man so ein Konzept aufzieht, wie unsere Welten und unsere Konzepte irgendwie auf sowas passen würden. Ja, mal eben so ein paar Schwerter verkaufen und so, damit ist es ja nicht getan. Du musst ja dann schon irgendwie vernünftig machen. Es ist einfach ein anderes Art Spiel, wenn du sowas machst. Ja. Und dieses Spiel machen wir halt nicht. Es gibt aber auch andere Konzepte, wie man einen vernünftigen Preis an etwas packt, was werthaltig ist. Ja, das heißt, es ist ja immer so ein Kosten-Nutzen-Ding. Wenn ich ein Spiel mache oder kaufe, vielmehr auch als Kunde, was habe ich dann davon? Wie lange habe ich damit Spaß? Wie viel Spaß habe ich damit? Was bringt mir das persönlich, wenn ich das kaufe? Und wir haben es immer so gerne salopp irgendwie mit dem Kinobesuch verglichen irgendwie. Der ist mittlerweile auch schon ganz, recht teuer. Aber trotzdem macht man das, weil man irgendwie Bock hat auf einen schönen Abend. Plus Nachos und Cola, ne? Die kommen ja immer noch oben drauf. Kostet manchmal mehr als der Kinobesuch selber. Genau, das heißt, was ist mir dieses Spiel denn jetzt tatsächlich wert? Und dann muss man halt einen Wert schaffen, auf den der Spieler halt Bock hat. Und das kann dann eine Preissteigerung rechtfertigen, muss es aber nicht. Ne, vielleicht geht's auch ohne. Und Microtransactions ist ein Konzept. Damit jetzt irgendwie eine Preissteigerung zu rechtfertigen, wäre schlecht. Ja. Na gut, das war eindeutig, glaube ich. Ne? Und dann hoffen wir, dass ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn es heißt Piranha Becken TV. Genau. Macht's gut. Tschö. Aber ist es nicht so, dass bei den meisten Titeln eine Collectors Edition eigentlich Nochmal.